willkommen zur ersten Folge Interview mit einem Imker. Bevor es losgeht, zwei, drei Sätze vorweg. Die Idee von dem Kanal ist, dass wir in regelmäßigen Abständen Imker interviewen und einen Blick in deren Betriebe werfen. Es geht dabei hauptsächlich darum, voneinander zu lernen und die Chance zu haben, mal zu sehen, wie andere Betriebe das machen. Es geht hauptsächlich darum, in Imkereien zu schauen, die mehr Völker haben, die sich auf irgendwas spezialisiert haben, die verschiedene Produkte anbieten und so weiter. Wenn euch das interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked, vielleicht dem einen oder anderen Mitimker davon erzählt. Wenn ihr Vorschläge habt, wer zu Gast sein sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für die erste Folge haben wir Martin zu Gast und Martin erzählt über seine breite Produktpalette und würde mich freuen, wenn es euch gefällt und ihr ein Abo dalasst. Willkommen zur ersten Folge Interview mit einem Imker. Ich habe Martin heute zu Gast. Martin, wie heißt deine Imkerei? Bienen Martins Imkerei? Genau, ja. Genau. Vielleicht magst du kurz erzählen, ein bisschen was über dich erzählen. Was macht ihr? Wie bist du zu Bienen gekommen? Bisschen was über deine Imkerei. Okay. Also angefangen hat alles mit 7 Jahren und wir haben bei uns im Ort haben wir eine Imkerschule und als junger Mann oder junger Bub, sagen wir mal so, mit 7 hat man ja nichts Besseres zu tun. Und dann bin ich da am Samstags und gelegentlich sonntags hochgefahren, habe mir diese Kurse alle mitgemacht und dadurch habe ich im Prinzip ein bisschen oder habe ich ein bisschen Fachwissen bekommen. In der Verwandtschaft haben viele in irgendeiner Art und Weise ein paar einzelne Bienenvölker. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere eben nur 2, 3 Stück. Und dadurch hätte sich das einfach so ein bisschen ergeben und das Interesse war da. Und durch die Imkerschule eben hier im Ort in Oberendersbach habe ich dann eben das Wissen erhalten, was ich halt brauche. Ne? Und so hat es dann angefangen mit einem Bienenvolk, das habe ich dann bekommen. Und so ist es dann stetig gewachsen. Und ja, jetzt machen wir das Ganze eben ein klein bisschen größer, nicht mehr einfach nur im Hobbybereich, sondern im Nebenerwerb und haben jetzt eben letztes Jahr, vor 2 Jahren eigentlich die Entscheidung getroffen, den elterlichen Hof zu übernehmen. Und wir hatten so 5, 6 Milchkühe, noch ein paar Schweinchen und ein paar Hühner und so weiter und so fort. Und das einfach alles rauszumachen oder zu verkaufen, beziehungsweise dann die Fläche zu nutzen und nicht gerade leer stehen zu lassen. In den Jahren zuvor war es immer schwierig, da hat man sich mal einen kleinen Raum eingerichtet zum Schleudern, Ja, musste man alle Kisten einzeln durch den Raum, durch die Tür tragen. Irgendwie ging es ein bisschen mit dem Sackkarrer, aber auch nicht richtig oder mit dem Kistenkarrer. Und dann haben wir gesagt, so jetzt ist endgültig fertig. Der ehemalige Schleuderraum wurde jetzt so ein bisschen als Wachskammer umfunktioniert. Die Stallung wurde ein kleiner Verkostungsraum, wo wir Honigverkostungen machen wollen oder auch eben Getränke, die wir noch machen mit Honig. Da können wir nachher noch ein bisschen drauf zukommen. Ein bisschen Lagerfläche haben wir nochmal geschaffen. Und da, wo wir jetzt sitzen, das war die frühere Scheune. Da ist das Heu gelagert worden, da oben drüber über uns. Und da haben wir jetzt im Prinzip einen kleinen Verkaufsraum, nicht groß, aber klein und schnuckelig. Und im hinteren Bereich haben wir eben unser Herzstück. Das ist eigentlich unser Honigraum sozusagen. Da drin wird geschleudert, da drin wird abgefüllt, da drin wird auch etikettiert. Alles, was irgendwie mit der Verarbeitung des goldenen Schatzes zu tun hat. Ja, und so haben wir jetzt dieses Jahr es hingekriegt, in genau einem Jahr Bauzeit alles fertig zu haben, dass wir zur Rapsblütenhonigernte im Schleuderbereich fertig waren. ja. Und jetzt am Mittwoch kommt es in die Zeitung, am Freitag machen wir zum ersten Mal den Honigladen auf. Jetzt eben zwar 4 Wochen später, wie erhofft, aber immerhin noch auf den ersten Advent, gerade wenn die Weihnachtsmärkte alle ausfallen, ist das vielleicht doch eine ganz gute Ja, auf Variante. jeden Ja. Fall. Ja. Also ganz grob der Lauf. Also ich bin kein Imkermeister oder irgendwie sowas in der Art.
Ich bin Einzelhandelskaufmann, habe dann die Handelsfachwirt-Ausbildung gemacht. Also der kaufmännische Bereich ist so mein, und die Vermarktung, da bin ich sehr stark. Ja, alles andere habe ich mir selber beigebracht durch Schulungen, durch die Imkerschule und so weiter und so Lese. Ja, so schaut's aus. Cool. Ja, ihr müsst unbedingt, ich blende das Instagram-Profil mal ein. Ihr müsst unbedingt mal schauen. Es ist Wahnsinn, was Martin da gemacht hat. Alles umgebaut mit Bagger und schweren Geräten und neuen Boden und absolut, absolut Wahnsinn. Ich war neidisch, begeistert und ich hab's mitgefühlt. Wir haben Kinder im ähnlichen Alter. Das ist alles nicht einfach unter einem Hut zu bekommen, aber sehr, sehr cool. Müsst ihr unbedingt mal reingucken. Ist Wahnsinn. Auch der Raum, grandios. Ja, cool. Ähm, Magst du ein bisschen was erzählen, wie so Größenordnung, wie viel Honig verarbeitest du im Jahr, wie viel Tonnen oder ne, so, dass man eine Idee hat, wie groß ihr seid? Also wir sind so, ich sage jetzt mal offiziell noch so knapp unter 100 Ja. und unter 100 Bienenvölker, und so in dem Level kann man sich dann errechnen, wie viele Wirtschaftsvölker im Prinzip da sind im Frühjahr, Sommer oder im Frühjahr zur Zuchtsaison ist natürlich der Bestand der Völker deutlich höher, Klar. weil man halt einfach, ich verkaufe halt der ein oder andere Ableger, ne? Und aber so im Wirtschaftsvolkbereich sind wir dann, wo wir auch Honig ernten können, sind wir noch auf jeden Fall unter 100. Mhm. Äh, ja, Okay. so ganz grob. Das ist so, wie wenn man einen Schäfer fragt, wie viele Schäfchen er hat. Ne? Deswegen habe ich auch nicht gefragt, wie viele Völker du hast. Das ist, die Frage ist immer schwierig. Aber wenn man so eine Idee hat, wie viel Ja, Tonnen Honig so. man im Jahr verarbeitet und so, dann weiß man ungefähr, in welcher Größenordnung das ist. Ähm, die, 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 so wie du das aufgebaut hast, bist du von 10 Völkern auf 20, auf 30, auf 40 und hast dann irgendwann gesagt, so jetzt machen wir das ein bisschen? Oder war das irgendwann bei 20 die Entscheidung, so jetzt machen wir es Nee, richtig? nee, das war eigentlich schon so, weil ich eben auch geschäftlich im Haupterwerb eben sehr eingespannt bin und die Zeit relativ eng ist. Also das sind doch deutlich über 40 Stunden eigentlich jede Woche Hm, und samstags auch. Im Handel ist das ja üblich. ja, Und entsprechend ist das dann schon so gestiegen. Ja, es hat angefangen eben mit 1, dann sind es mal irgendwann 10 gewesen, dann habe ich mal noch von Verwandtschaft welche übernommen. Dann war es irgendwann 20, 30 und irgendwann hat man dann halt mal gesagt, so, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen professioneller. Es war dann absehbar, dass der Hof eben dann genutzt wird irgendwann, und dann haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir da ein bisschen mehr. Und ja, jetzt muss man das mal schauen, wie sich es auch mit den Flächen bzw. den Räumlichkeiten halt sich ergibt. Ne? Wir haben jetzt deutliche Erleichterungen, und meistens sagt man immer, ja, mehr Vögel machen wir nicht mehr. Aber wenn du dann nachher eine deutliche Erleichterung hast, ja, wenn ich überlege, mit der, also das, was es dieses Jahr an Honig gegeben hat, das hätte ich in der alten Räumlichkeit in 100 Jahren nicht hingebracht. nee, glaube Und ich. unmöglich. Und jetzt mit Stapler und so weiter und so fort, muss ich sagen, ja, da kann man auch noch mit riesig mehr machen. Ja. Was ist denn die größte Erleichterung, also Die eine große größte Schleuder? Erleichterung, Hm? die größte Erleichterung, mir, die mir was gebracht hat, war definitiv den Kauf eines alten, gebrauchten, ausgeranzten Sprinters, weil Okay. das meiste und das Aufwendigste war jeden Tag, komm schon um 7 ungefähr heim, halb 7 vom Schaffen, dann packst du dann das Auto, packst da irgendwie die Sachen in den Kofferraum, der Rest packst du in den Anhänger und dann fährst los, und alles muss man verstauen, sonst fliegt es vom Anhänger runter, dann fängt es irgendwie kurz noch an nieseln, dann muss alles wieder weg, und das Ja, war mit dem Sprinter doch die deutlichste Erleichterung. Du kannst auch einfach mal hinfahren, wenn es ausschaut, dass es gleich anfängt zu regnen. Dann gehst du halt noch eine halbe Stunde hin, machst die Tür wieder zu und gut ist. ja, ja, Und das war die beste Erleichterung. Und klar, wenn es dann ans eigentliche Schleudern geht, natürlich dann der Erwerb der ersten Selbstwendeschleuder automatisch, das war natürlich da schon in dem Bereich dann die größte Erleichterung. Aber die brauchst du ja auch nur ein paar Tage im Jahr. ja, Sprinter, dann brauchst du halt jeden Tag oder jeden ja, ja, zweiten ist Tag. so. Ist so. Also von Weißt du, dem ne? her, Ja, Schleudern kriegst du zur Not, dann stehst du halt einen Tag länger drin, aber wenn der Rest nicht passt, hast du ein Problem. genau, Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich habe lange überlegt. Letztes Jahr haben wir eben diese neuen
Schleudern gekauft dieses Jahr Gründern, was ich jetzt zum ersten Mal so richtig einsetze. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mir eine kleine Abdeckel an, also eine kleine Schleuderstraße gibt es ja in Ja, Donaueschingen auch die etwas kleineren Geschichten. Ob ich sowas kaufe mit Abdeckelmaschine, anschließend eine Schleuder und unten dann eben das Wachs gleich schmelzen und so wie ja, man es halt kennt. ja, Aber es war mir dann auf die Jahre gerechnet dann doch, stand jetzt noch zu teuer, ja, weil ich einfach sage, wie du sagst, das brauchst jetzt lass es hochkommen, 10 Tage im Jahr und ja, dann ist das im Prinzip ja wieder durch und so schleudere ich halt kurz, dann haben wir dann 2 Tage länger und dann ist gut. ja, ja. Ähm, Magst du kurz ein bisschen erzählen, wie du es machst? Also, ne, wie du, das heißt, du holst die Zagen rein, hast du irgendwie Hebetechnik oder von Hand mit Karren und so? Oder? Ja, also grundsätzlich läuft es so, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir eben nicht mehr mit Hand aus dem Sprinter und dann mit dem Kistenkarren in den Mhm. Schleuderraum, sondern wir können jetzt mit dem Stapler eben das Ganze aus dem Sprinter bzw. aus dem Ja, Hänger rausladen. Ich kann es jetzt Boden eben, das ist ja auch ein sehr, sehr großer Vorteil, Boden eben im Prinzip in den Schleuderraum fahren, da eine breite Türe dran, komme ich gut durch. Die Platzverhältnisse im Schleuderraum sind zu klein. Das war dann nach dem ersten Tag Schleudern schon irgendwie wieder absehbar, aber das ging technisch schon größer. ja, Und sonst ist es eigentlich eine ganz gute Sache, einfach durch die Geschichte eben, du stehst bei den Bienen, machst die ganze Deckel, durch die ganze Biene wegmachen, machst sie in die Kiste, schindest sie in den Sprinter. Da muss man auch noch ein bisschen optimieren, aber das ist das eine, aber wenn ich sie dann halt anschließend nochmal muss alle wieder rausschinden, dann bin ich natürlich schon fertig und ja, erschöpft vom Abernten und habe noch nichts geschleudert. Und das ist ja, jetzt deutlich besser mit dem Stapler und dem Boden eben cool. dann nachher alles machen zu können mit Hubwäge und Ja, Ameisen. ja, super. Entdeckeln dann mit dem Messer oder? Ich habe gesehen, du Messer, hast keine Hoffmann-Riemchen, sondern ja, ich habe ja, normale, flache. Ähm, irgendwann hat mal irgendeiner gesagt, du verdrückst mehr Biene. ja, Als ich noch ein kleiner Junge war, dann hat mal einer gesagt, die Hoffmann sind besser beim Wandern, weil sie mittiger ja, eben, ja, irgendwie hat sich halt ergeben. Ich habe dann gesagt, dortmals vor 15 Jahren, ich mache hier Stütze und Abstandshalter drauf. Dementsprechend ist es so, jetzt stand jetzt und da hat sich bis jetzt nichts geändert und ja. ja. Und dann Deckelwachs mit dem Schmelzer hinterher oder wie? Ja, die Frage noch mit dem Messer muss ich noch fertig Ja, beantworten. Ja, also ich mache mit Messer. Die Hilfe, die jetzt noch dabei ist, viele machen da noch mit herkömmlich mit Gabeln. mhm. Meine Eltern helfen noch viel, meine Frau hilft noch. Ich habe noch so einen Hobel. Ja, Ja, aber in erster Linie eigentlich Messer. Das geht sehr schnell und ist sauber und die kleine Nacharbeit ein bisschen mit der Gabel und dann ist gut. okay. Und was war jetzt die zweite Frage? Was, Deckelwachs, wie du. Abdeckelwachs, ja. Hm? Abdeckelwachs wird Stand jetzt noch, ja, ein bisschen umständlich gemacht. Es wird noch abtropfengelassen, wird dann mal ein Ja, bisschen umgewendet und dann kommt's halt in das in, ja, Dampfwachsmelzer rein. ja. Es ist zwar traurig, wenn man anschließend in die Eimer schaut, was da noch an Honig-Wasser-Gemisch unten rauskommt, aber da wird es, denke ich mal, irgendwann auch noch irgendwie investiert und Da hat der Markt hat ja genug Lösungen zur Verfügung. Ne? ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Das ist ja auch alles kein Geld, ne? Nee, überhaupt nicht. Ach. Okay, dann schleuderst du und danach, ihr habt einen Sumpf oder? Ja, haben wir Ja, auch. Dieses Jahr ich wollte dann eigentlich vom Sumpf das in die Fässer pumpen, ja, habe das dann mir eigentlich so vorgestellt, dass ich das mit meiner Abfüllanlage mache. Muss dann relativ schnell feststellen, dass es vielleicht doch mit einer Honigpumpe deutlich einfacher und besser geht, mhm. weil einfach nicht die Leistung da ist. Und habe es dann nicht mit dem Sumpf gemacht, habe verschiedene Fässer, die meisten Fässer haben 300 Kilo, schütte es da rein, lasse es noch durch ein Spitz-Nylonsieb durch und dann ein, 2 Tage stehen, 3 Tage und dann lassen wir es ab und dann Ja, wird es in Eimer gefüllt. Also ich fülle bis dato noch alles in Rohbock. Ja.
Das Ja, ist noch aus der Historie her. So wird es mal vorerst noch laufen. ja, ja, klar, verstehe ich. Cool. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit deinen Produkten. Das ist, für mich ist das der schiere Wahnsinn, was ihr habt. Erzähl mal kurz, ihr habt von Kerzen über Gin, über Brotaufstriche, über alles. Also ich habe nichts gesehen bei dir irgendwie auf dem Instagram-Profil, wo ich sagen würde, ich habe hier noch auf meinem Schmierzettel steht, ob du Königin selber vermehrst oder ob du welche zukaufst und du vermehrst natürlich selber. Und dann hast du gerade eben erzählt, dass du auch Ableger verkaufst und so. Magst du uns kurz erzählen, was ihr so alles macht? Also gut, also Königinnen mache ich selber. Ich habe die ein oder anderen Zuchtköniginnen mir über die Jahre geholt. Von denen ziehe ich als dann mal für mich, für den Eigenbedarf. Ich verkaufe Okay. auch gelegentlich mal ein bisschen was an Imkerkollegen, aber jetzt nicht wirklich professionell. Ich habe alles standbegattet, Ja, die Königinnen, die es bei mir gibt. Und deswegen will ich jetzt da auch nicht in die große Vermarktung gehen, weil Königinnenzucht können andere deutlich besser. ja. Ähm, Ist auch aber für recht. mich reicht. Ja, Ja, ich habe ist auch Aufwand viel, ne? Also, ich ja, habe einen befreundeter Berufsimker, der macht sehr viel mit Königinnenzucht. Bei dem hole ich mir als oft Zuchtstoff oder eben auch mal in der Imkerschule hier im Ort. ja, Ja, also dann halt eben ein bisschen Ableger, jetzt nicht im wahnsinnig großen Bereich, aber auch wieder so an die Imkerkollegen in der Umgebung, wenn halt einer sagt, hey, hast du noch mal irgendwie 5, 6 Ableger, dann kriegt er halt okay. mal und so im kleineren Bereich. Interessant ist dann mit den Produkten, also wir haben natürlich Honig in den hier ortsüblichen Sorten. Dieses Jahr war jetzt gut, da haben wir jetzt Frühlingsblüte, Raps, wobei ich den nicht als reinen Rapshonig verkaufe, sondern als Blütenhonig cremig, weil halt einfach auch die andere Sache, was es um die Jahreszeit noch gibt. Bei uns ist meistens immer noch irgendwo ein riesengroßes Feld nebendran, da kommt noch Löwenzahn mit rein, dann kriegst du Ja, die schöne weiße Farbe vom Rapshonig. Dann wird es wieder schwierig, Rapshonig draufzuschreiben, obwohl ja eigentlich in erster Linie auch Rapshonig drin ist, aber wenn er halt nicht so richtig knalle, ja, wie soll ich, weiß, sage ich jetzt einfach mal, ja, so die typische Farbe, dann ist schwierig, aber ja, also wie gesagt, Blütenhonig, dann haben wir eben so Obstblüte, den biete ich dann auch flüssig an, weil ich einfach Kunden habe, die das Flüssige dann auch wollen, beziehungsweise das, wenn es anfängt zu grieseln, das ganz cool finde. ja, Ähm, Dann haben wir eben verschiedene Waldhonige, typische Tannehonig gab es dieses Jahr gut. Tannefichte ist sehr, sehr üblich, Waldhonig an sich. Ja, Akazie hat es jetzt dieses Jahr leider nicht gegeben, deswegen haben wir da jetzt also die Bestände da auch zu Neige. Linde gab es dieses Jahr leider auch keine. Bei mhm. mir jetzt, also ich konnte natürlich auch nicht alles anfangen, weil wir waren ja immer noch mitten im Bau der restlichen Räumlichkeiten. Ja, klar. Und Sohnemann ist auch gerade in dem Alter, wo er natürlich jetzt dann anfängt, damals eben angefangen ist mit Laufen und Papa hier Ja, und Papa da, dann ging das natürlich auch nicht ganz so einfach. Und haben uns halt überlegt, was es noch alles für Möglichkeiten gibt an Produkte und habe dann eben relativ schnell festgestellt, dass eigentlich muss ich sagen, zu Schande, ich esse relativ gern Nutella. Das sollte man als Imker, sollte man sagen, das Lieblingsessen ist natürlich Honig. ja, Ich esse wirklich gern Nutella und ich will jetzt da nicht schlecht sprechen, aber die Sachen, die in der Nutella drin sind, sind ja jetzt nicht unbedingt nee, ja, ähm, ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja, gut. Oder die andere, dann nennen wir es mal Schokoladen-Nussaufstriche. Mhm. Und dann kam eigentlich so die Idee, eigentlich muss ich da was Gesundes machen. Dann kann man ja auch im Internet ein bisschen schauen. Ich bin ja jetzt nicht der Erste, der das macht. Und dann kam eigentlich die Idee so, können wir machen Kakao in Honig und dafür passt natürlich ganz gute Blütehonig. Mit dem Erwerb des Rührberges konnte ich natürlich dann auch toll Blütehonig cremig rühren und auch echt mal wirklich in Top-Qualität. Früher mit der Bohrmaschine und mit dem Quirl, das war natürlich wirklich alles andere, nur nicht so, Ja, wie man sich vorstellt. Und dann haben wir hier die Schokogeschichte eigentlich ins Auge gefasst. Als ich mich dann so ein bisschen um die Inhaltsstoffe gekümmert habe, also richtig guter Kakao eben zu finden, kam dann auch relativ schnell die Idee, eigentlich können wir auch was machen, was Farbe hat. Und nicht einfach nur dunkel. Und dann haben wir halt so ein bisschen rumexperimentiert. Und wie sich
dann so rausgestellt habe, haben wir uns eben für Himbeerenhonig, Erdbeerenhonig, Heidelbeerenhonig, Zimt, jetzt für Weihnachten und eben Kakao entschieden. Das sind die Sorten, die wir jetzt momentan gerade machen. Und da läuft es jetzt so langsam an. Ja. Online-Shop ist bei mir kein großes Thema, sage ich ganz klar. Bei mir ist der Großteil eben Handel. Ich komme aus dem Handel, habe da die Kontakte und verkaufe natürlich dadurch auch wirklich toll und bin da auch wirklich stolz drauf, dass die Partner da auch so treu sind. Und wenn ich neue Produkte bringe, dann kommen die immer und sagen, toll, bring mal her. Bin jetzt am Anfang mit diesen Honigkreationen, nenne ich sie schön, kann jetzt noch nicht so richtig abschätzen, in welche Richtung es geht. Jetzt auch eben hier im Ort mit meinem Laden müssen wir jetzt auch mal schauen, wie sich die, wo es probiert haben, finden es cool, gerade so die Fruchtgeschichten. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, cool. Ja. Nee, ist super. Ich hätte dich sonst jetzt gefragt, ob das gut läuft, aber ich verstehe, wenn du gerade noch am Anfang bist und so weiter, ist schwierig, da jetzt eine Aussage zu treffen. Aber es interessiert, glaube ich, viele Leute, ob sowas auch gut geht nachher im Verkauf. Ja, die Frage ist mal, was ist gut, ne? Also wie gesagt, ich habe das jetzt in 4, 5 Einzelhandelsgeschäften drin und da geht schon ein wenig was mit, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Waldhonig, der bei uns hier in der Region halt richtig gängig ist. Also Okay. Aber die Blütenhonigbestände, die kriegst du natürlich ein Stück mit lukrativ verkauft und brauchst du dann den Großhandel geben, wo dann nachher einfach nicht die Marge erzielt werden kann über so ein Produkt. Ja. Und deswegen schauen wir mal, ja, in welche Richtung es geht. Gab es bei den Sachen irgendwie irgendwelche Hindernisse? Also irgendwas, was so, ne, ich denke jetzt irgendwie an, weiß ich was, andere Mehrwertsteuer oder andere Bezeichnungen, dass du Nährwerte oder sowas draufschreiben musstest oder sowas? Nee, also bis jetzt hat sich da eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Man kann sich ja vorab informieren, wie es ausschaut. Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Aber also die Hilfe ist dann gegeben. Im Internet findet man auch schon viele Informationen, die man in dem Bereich braucht. Da gab es jetzt bis jetzt keine größeren Probleme. Ja. Anfangs war es natürlich schwierig herauszufinden, wie machst du das am besten. Ne? Ich habe da noch andere Experimente gemacht. Die gerade auch im Fruchtbereich, dann denke ich irgendwie mal, ja gut, kann schon mal irgendwie so mit der reinen Frucht arbeiten, so einfach geht es nicht. Ja. Dann merkt man, dass der Honig schnell kippt, weil er dann halt doch in irgendeiner Art und Weise Feuchtigkeit aus den Produkten zieht. Das heißt, man muss dann halt auf richtig getrocknete Grundprodukte gehen, die man dann eben entsprechend weiterverarbeiten kann, weil wenn du da halt Feuchtigkeit in der Erdbeere hast, dann geht die ganze Geschichte halt in die Tonne überdreht. Also deutlich gesagt. Das war also anfangs ein bisschen die Schwierigkeit. Bis jetzt sind wir da ganz gut. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sich einfach entwickelt. Das Ziel ist natürlich da dann auch einfach, wie soll ich sagen, einen Partner zu finden, der dann das immer machen kann. Im Idealfall mit den Erdbeeren und mit den Himbeeren genau auf dem Nachbarort. Da haben wir nämlich einen speziellen Obstbauer, der nur solche Sachen macht. Nur da müssen wir jetzt noch ein bisschen in die Pötte kommen, um einfach dann von ihm dann auch die getrockneten und richtigen Endprodukte zu bekommen. Stand jetzt ist das noch ein bisschen überregionaler. Ich will halt eigentlich regionale Produkte darin verarbeiten und im Idealfall sagen, das kommt von Meier Schulz von nebenan. Und dann wäre das eigentlich ganz cool. Beim Zimt funktioniert das halt nicht, aber ja, das wird schwer. Aber bei Erdbeer, Himbeer, Heidelbeer, da wäre es natürlich toll, 100 Meter Luftlinie haben ein Heidelbeerfeld, wenn dann nachher diese Heidelbeere dann später mal irgendwann drin verarbeitet werden. Das wäre schön. Wahnsinn. Und den Gin, ich bin ja total gespannt auf die Geschichte. Ja, Gin habe ich mir halt gedacht, da ich aus dem Einzelhandel komme, Getränke, Fachhandel haben wir noch mit dabei, bist natürlich in dem Bereich Getränke, Neuheiten relativ informiert und dann kam so mal die Geschichte mit den ganzen Whisky-Liebhabern und irgendwann später kam die Geschichte eben, dann war Whisky nicht mehr ganz so interessant, dann fing es an mit dem Gin.
Und das vor Jahren. Ne? Und das war Ja. so die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, jetzt machen wir hier einfach einen Gin mit Honig. In irgendeiner Art und Weise muss das doch funktionieren. Da habe ich mir einen Partner geholt, der eben auch Luftlinie 2 Kilometer von hier, 3 Kilometer von hier entfernt ist. Und dann haben wir da ein bisschen experimentiert und dann hat sich im Prinzip dieser Beat Gin entwickelt. Und nur ein Gin machen, haben wir gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Wir machen noch ein bisschen was Süßes. Dann haben wir einen Himbeer-Likör mit Honig gemacht. So ein bisschen, ich sage jetzt einmal für die Frauen und für die Liebhaber, die dann halt gerne was Süßes wollen. Und dann haben wir das noch ein bisschen optimiert mit einem Apfelschnaps, mit einem Willi und habe das halt immer so ein bisschen mit Bi, Willi, mit Himbi für Himbeer und Honig, also Bi halt eben für Honig, Ja, also Biene und den klar. Synonym. Und so hat sich das dann halt ein bisschen ergeben und da probieren wir jetzt ein bisschen rum und in erster Linie verkaufe ich es eben auch über den Laden jetzt später und der Erzeuger an sich verkauft bei sich und ein bisschen in der Einzelhandel haben wir das noch und ein bisschen im Internet, ja. Okay. Wie viel Honig, so, mal angenommen, ich würde auch sowas machen wollen und ich Ja. finde einen Partner, der das macht. Mit wie viel Honig muss man da rechnen? Also sagen die irgendwie sowas von wegen, ja, dann ne, musst du aber eine halbe Tonne anliefern, sonst schmeißen wir keine Maschine an? Nee, 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 nee. Ja, also wir sprechen hier nicht von einem großen Betrieb in der Art und Weise, das ist ein Schnapsbrenner, der lebt davon, Ja, aber der macht viel, also er macht es zu Hause bei sich ja. im Hof oder Brenne. Also da sind wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht 20.000 Flaschen produzieren. Das ist der Nee, große okay. Vorteil. Wir können hier in kleinen Chargen arbeiten. Aber ganz ehrlich, ein Gin ist nichts Süßes. Also da ist in erster Linie Wacholdergeschmack da und die verschiedenen Hm, Kräuter, die da drin sind. Da schwätzen wir von ganz, ganz minimalen Honigmengen im Gin-Bereich. Das geht einfach um den Geschmack ein bisschen, sodass man dann machen wir mit ja, klar. Waldhonig, dass man einfach hinten raus diesen Waldhonig ein bisschen schmeckt. Und da schwätzen wir von ganz, ganz niedrigen Mengen. Also da kommen wir mit 2,5 Kilo, können wir ganz, ganz, ganz viele Flaschen Gin produzieren. Okay, okay, cool. Das ist gut zu wissen. Beim Also, Likör ist dann wieder anders. Also ein ja, Himbeerlikör, der hat natürlich deutlich mehr Zucker, also Honig in dem Fall. Und da brauchen wir natürlich dann ein ja, bisschen mehr. ja. Aber im Gin-Bereich ist es ganz, ganz wenig. Super. Haben wir was vergessen an wichtigen Produkten? Stimmt. Ich muss mal rumgucken. Ja, Ich habe jetzt neu Montag verschickt, Dienstag angekommen. Hier hinten, das kann man so ein bisschen sehen, da steht noch Bier ja. von Craft Bee. Den kennen wir auch von Donau-Eschingen oben, von der Hm, Berufsjungfermesse. ja. Bei dem habe ich jetzt mal ein paar Flaschen gekauft, habe sie probiert und fand das Ganze ganz toll. Der macht mir jetzt die erste Charge mit meinem Honig. Ah, cool. Und dann sind wir jetzt gerade noch am Honigwein dran, am Met. Hm, Das ist jetzt in der nächsten Zeit dann das Thema. Da haben wir einen Partner auch schon gefunden, mit dem es ganz gut passen kann. Und ja, also Honigbier, dann eben wie gesagt in 6 bis 8 Wochen müsste das dann fertig gebraut sein. Und dann ist das da. Das wird anfangs eben jetzt auf jeden Fall noch in den Originalflaschen mit Originaletikett von Craft Beer verkauft, mit dem Aufkleber halt, dass unser Honig drin steckt. ja. Und da muss man mal schauen, wird vielleicht auch irgendwann mal umgestellt auf Eigenetikett, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir müssen mal schauen, bis die ersten Ja, klar. Flaschen verkauft sind. Das ist ja dann doch auch immer eine größere Menge, wenn man sowas produzieren lässt mit Ja, Eigen. ja, super. Ja, Habt Kerzen ihr, machen wir ein bisschen. ja, Kerzen nicht wahnsinnig viel. Ja, muss man haben. Dahinter stehen noch ein bisschen Gummibärle und Gutzele. macht ihr, Das macht ihr Seifen oder sowas? Sehr gut, hätte ich fast Ja, vergessen. Also die Gummibärle Gutzele, klar, die kaufen wir, da machen wir nicht selber. klar. Seifen habe ich 2 Partner, die mir mit meinem Honigseifen produzieren. Mhm. Habe ich bis jetzt noch nicht wirklich, kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe es selber probiert, sie sind sehr gut, aber der Absatz wird jetzt erst eben anfangen mit Eröffnung des Ladens. Ja, klar. Der Einzelhandel ist die Marge dann nachher doch zu gering, weil der Einzelhandel halt einfach auch
die Margen noch für sich braucht und dann ist für mich das nicht lukrativ. Und deswegen verkaufe ich diese Seifen bloß bei mir zu Hause im Laden. Und das das kann ich dir in 4 Wochen beantworten, wenn Weihnachten rum ist. Aber ich habe da ganz gute Hoffnung, dass es im Seifenbereich auch gut anläuft. Gerade jetzt Plastikmüll, Ja, ja, Reduzierung. Wir haben sehr viel auch privat jetzt umgestellt. Ich eben im eigenen Haushalt auch gesagt, komm, es gibt ja mittlerweile Seife für Haare, Seife für Körper, Seife ja, zum wir auch. Rasieren. Ist super, ja. Also ganz toll und ja, schauen wir mal. Also Ja. da haben wir 2 gute Partner und 4 oder 5 verschiedene Seifen mittlerweile. Vielleicht mal noch über den Online-Shop, muss ich alles mal machen, aber das ist so ein bisschen ein Stiefkind gerade, der Online-Shop da. Ja, das Ja, meiste geht wahrscheinlich vor Ort, ne? Und über den ja, ja. Einzelhandel. Online-Shop Ja, habe ich halt gemacht, dass ich einen habe. ja, Viele schauen im ja. Internet. Also wir haben sehr viele Kunden, die dann bei mir an der Haustür bis dato geklingelt haben, mit dem Handy in der Hand. Habe ja Also gesehen, das will ich, ja. Ja, ja, oder habe ja gesehen, da gibt es einen Imker, bist du das? Und habe ja in Google gesehen oder im Instagram oder im Facebook. Und ja, so sind die halt gekommen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache einen Online-Shop, um ein bisschen was zu zeigen. Und ja, ja, super. aber da verkaufe ich minimal. Stand heute. Ja, okay, cool. Ähm, auch noch ein bisschen über Bienen quatschen, wie du deine Betriebsweise und so ein paar Sachen, die bestimmt interessant sind. Ja. Erzähl, was habt ihr? Zander oder Deutsch Normal oder Nee, nee, Zander. Zander? Seit dem ersten Tag habe ich mit Zander angefangen. Habe mir schon mal überlegt, eben im Brutbereich vielleicht ein bisschen nochmal größer zu gehen, dass Ja, man vielleicht, aber ja, wenn du dann mal, ich sage jetzt einfach nochmal die Zahl, so grob um die 100, knapp, ich sag mal knapp unter 100 Völker bist, dann sind halt doch schon eine gewisse Anzahl an Kisten verfügbar. Und ja, ist dann total schwer irgendwie dann. Mhm. dann nochmal ein neues Maß. Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen mit Halbzagen zu arbeiten, eben gerade so im Sortenbereich Akazie, weil da ist die Erntedauer ja nicht so lang. Ähm, Da war mir das dann eigentlich so der Wunsch, vielleicht mit Halbsage zu arbeiten oder ich will unbedingt mal eine Kastanienhonig machen, dass du Mhm. halt einfach die Waben dann auch voll hast, ans Ende gehst und nicht so halb leere Wabe dann nachher hast. Und deswegen Halbsage und jetzt arbeite ich wirklich eigentlich zu 95% mit Zander plus ein klein bisschen eben halb Zander halb und alles andere Ja, kommt stand jetzt nicht in Frage. Wir arbeiten rein auf Holzkisten, außer im Begattungskästchenbereich. Da ist eine ganz große Baustelle, da habe ich irgendwie alles mal probiert. Apidea irgendwie einerseits zu klein, andererseits die ideale Menge beim Begatten lassen, ja, weil du nicht viel Biene brauchst. Ähm, ja, dann mal die etwas größeren, die Segeberger oder wie sie heißen, dann Mini Plus. Mini Plus ist natürlich dann wieder toll, wenn du willst zusammenschmeißen und willst einfach ein bisschen länger drauf die ja, Königin drin lassen bis kurz vor Herbst oder wenn auch immer. ja, Oder mal noch nach der Behandlung eben noch eine Königin geschwind zusetzen. Ja, kannst ja halt einfach länger lagern. Da haben wir mittlerweile eigentlich gefühlt alles. Ja, da müssen wir noch ein bisschen optimieren und uns für das Richtige entscheiden. Kommt vielleicht mal noch irgendwann. okay, ja, glaube ich. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe nur Minis, weil ich habe nie verstanden, wie man mit APDs hast du 20 Königinnen und die musst du irgendwie danach sofort verarbeiten. Ansonsten hast du Ja, 20 Minischwärmchen am Baum hängen. ja. Also ich kann es nachvollziehen, ja. Zweiräumig oder einräumig, Zander? Also zwei Äh, Bruträume oder ja, ja, ja? ja, Mal so, mal so. eigentlich ja. Ich habe jetzt dieses Jahr, also eigentlich auch ohne Absperrgitter, nee, eigentlich ist falsch. Die letzten Jahre eigentlich meistens ohne Absperrgitter, Okay. meistens, weil ich einfach das Problem hatte, die Kunststoffabsperrgitter, mit denen komme ich irgendwie nicht klar. Die Metallabsperrgitter, die tragen mir fast zu viel auf bei meinen Kisten. Mhm. Ähm, Dann hast du die Kisten oben drauf gestellt, Absperrgitter dazwischen, hast du das Wachs perfekt weggekratzt, wie es halt als mal dann schnell gehen muss. Und dann war oft als mal so ein 4-5 Millimeter Spalt. Oh Dann nein, haben ja. sie dann
anfangen, sie sind zwar nicht rausgekommen, aber anfangen zu räubern und zu schlecken. Ja. Und dieses Jahr habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt, ich habe mir Rähmchen gemacht, so Holzrähmchen, und habe wieder mit Absperrgitter gearbeitet. Und diese Holzrähmchen habe im Prinzip einfach diese ich nenne es jetzt mal 5 Millimeter überdeckt. So durch habe ich auch nicht mehr viel Biene verquetscht, weil einfach mehr Luft da war. Das hat jetzt dieses Jahr ganz gut funktioniert, auch bei der Honigernte eben mit Absperrgitter. Da werde ich jetzt definitiv nächstes Jahr mehr machen. Zur Frage des Brutraums eigentlich mit 2. Ja, okay. Eigentlich mit 2. Ja. Es kann es mal geben, dass das hier runterdruckt auf 1, aber meistens mit 2. Und baut ihr Zagen selber oder kauft ihr? Stand Auch. jetzt kaufen wir. Gott sei Dank. Wir haben noch einen Rentner, der noch toi 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 Stand jetzt noch richtig ist. Der baut mir die. Der baut sehr viele Kisten bei uns hier in der Gegend. Müssen wir mal schauen, wenn das mal diese Quelle mal alle ist, werden wir wahrscheinlich selber. Da habe ich eben noch einen großen Raum, da wird eine Werkstatt eingebaut nächstes Jahr. Na klar. So dann brauche ich mal irgendwo gebrauchte Hobelmaschinen, große Kreissäge, was man halt so braucht. Und dann kann schon mal sein, dass wir uns auch mal nach daran trauen. Aber Rähmchen mache ich zum Beispiel keine. Das lohnt sich in meinen Augen nicht. Eine Palette Rähmchen ist im Verhältnis so günstig und im Idealfall ist es noch gedrahtet, dann brauchst du auch nichts mehr machen. Ja. Lagerplatz hast du wahrscheinlich dann in dem Bauernhof irgendwo mit drin, ne? Ja, also ich habe wir hatten früher eben alle Maschinen in irgendeiner Art und Weise, die man braucht, um eine Landwirtschaft machen. Jetzt nicht große Maschinen, aber du hast halt einen Trecker oder 2, du hast halt irgendwie das alles gebraucht. Das brauchen wir jetzt nicht mehr viel. Da ist Fläche verfügbar. Hier über uns war früher das Heulager. Da ist 3 Stockwerke hoch, alles Platz ohne Ende. Alles frei. Haben wir jetzt alles frischen Boden drauf gemacht. Fast überall, und durch die Möglichkeit der Öffnung in der Decke kann ich mit dem Stapler eigentlich wirklich bis fast in den 3. Stock hoch, brauche ich keinen Aufzug, mache ich mit dem Stapler, und so kann ich jetzt diese ganzen Flächen in irgendeiner Art und Weise gut oder halt ein bisschen umständlicher wenigstens nutzen, und von dem her ist Lager kein Problem. Honiglager wird vielleicht in der nächsten Zeit relativ eng, aber da kann man sich ja dann auch mal eine Halle oder irgendwann eine größere Garage oder einen Hallenbereich anmieten. Das muss man mal schauen. Okay, cool. Wenn du sagst, kein Absperrgitter, 2 Bruträume und dann auch noch ein paar Mehrvölker, wie machst du Schwarmkontrolle oder nicht? Oder? Doch. Wie mache ich Schwarmkontrolle? Durch Kippen, also Kippe, schauen und Daumen drücken, dass keine Schwarmzellen verfügbar sind, und meistens frühzeitig eben erweitern in irgendeiner Art und Weise. Ich hänge auch rigoros, da können wir jetzt, glaube ich, 5 Stunden drüber diskutieren mit Imkern. Ich hänge rigoros auch Mittelwände dann zwischen rein, dass sie einfach Gas geben können, dass sie immer bauen können. Und der eine findet es gut, der andere findet es nicht so gut. Ich mache es schon jahrelang so, ich komme ganz gut damit klar. Und wenn halt auch Schwarmzellen da sind, dann dauert es dann halt nicht die geplanten 3 Stunden an dem Nachmittag, oder dann da geht es halt an 4 oder 5 Stunden, dann muss er halt ran. Und ja, also im Normalfall funktioniert es dann relativ gut. Gleiche ich es halt aus, aber ja. Okay, das heißt, du brichst oder machst du dann irgendwann, sagst du, jetzt ist gut, jetzt kommt die Königin raus, oder? Ja, das machen wir dann auch mal. Wenn es dann schlimm ist, dann machen wir natürlich schon mal die Königin raus. Oder machen dann auch, ja, oft hast du dann halt auch, das ist wieder der Vorteil vom Sprinter und so, hängt der Anhänger dran für die größeren Sachen, und Sprinter ist Platz, dann stehen immer da irgendwie noch 10, 15 Ablegerkäste drin leer, und dann im Extremfall kommt halt darauf an, dieses Jahr hat es jetzt super gehonigt, fast alles, was wir anfahren haben, oder alles, was wir einfahren haben, hat gehonigt. Dann tue ich dich natürlich schwer mit geschwind mal noch 1, 2 Ableger rausreißen, dass die sich wieder beruhigen im Schwarmbereich. Dann, dann machst du vielleicht halt doch eher die Zellen weg und klar. Oder drehst mal die Kiste. Gibt ja viele Möglichkeiten, aber in erster Linie
entweder Ableger machen oder halt rigoros Zelle raus und Thema erledigt. Ja, ja, Den das, Fall das ist jetzt ja nicht. genau das Interessante daran. Es gibt so viele Möglichkeiten, die alle in der Theorie gut klingen, aber du bist dann 20 Kilometer zum Stand gefahren Ja, und hast da 20 Völker stehen und hast irgendwie 5 Kisten im Kofferraum. Was machst du denn ja, jetzt? Kannst ja nicht, ne, kannst ja keine schnitzen, fährst auch nicht wieder zurück und wieder hin. Irgendwie muss das ja auch praktisch funktionieren. Deswegen ist immer schön zu hören, wie Leute das in der Praxis regeln. ja. Ja, super. Ähm, Varroa-Behandlung, irgendwas Besonderes, was ihr macht oder klassisch? Ganz, ganz altmodisch, wie ich es gelernt habe, mit 7, 8, 9 Jahren in der Imkerschule. Also ich Perizin. mag's. Ich mag's mehr als Sommerbehandlung, also im Frühjahr Kronenbrut Ja, rausschneiden im großen Stil. Ich hatte früher das ohne Drohnenbaurahmen gemacht. Mittlerweile werden im Winter halt Rähmchen vorbereitet, markiert, dass du sie gleich von oben siehst und halt Mittelwände rein, Drohnenmittelwände. Und dann Drohne ausbauen lassen, dass es nur so kracht und die klopfe ja, ich aus am Stand. Habe mir Kisten gerichtet aus Kunststoff mit Deckel, dass mir die Räuberei losgeht und ja, alles, wie das auch dann ist. Dann klatsche ich die aus und dann werden die wieder reingehängt und so läuft es im Frühjahr, also im Wirtschaftsvolksbereich und im Sommer ganz klassisch Ameisensäure von unten mit Schwammtuch. Klar, da gibt es viele andere Sachen, auch alles schon drüber nachgedacht, ein Verdunster eben, die man kennt. Irgendwie, es hat bis jetzt immer wirklich gut funktioniert und super, ist warum ja, soll ich mir jetzt da ja, zig Verdunster kaufe und das anders mache? Bei mir hat es funktioniert, ich bin stand jetzt zufrieden. ja, Mal schauen, also es gibt viele alles, du, bessere und schnellere Varianten. Ich denke, irgendwann werden wir da auch was anderes machen, aber Stand jetzt machen wir es so und im Winter halt die klassische Behandlung, wie man sie kennt. ja, okay, Ja, super. Vermehrung, machst du irgendwas Besonderes? Also du sagtest, Königinzucht machst du selber, klar, Apideas und dann Brutwabenableger oder, ja, ja, ne, also ja, in erster Linie Brutwabenableger. oder Kunstschwärme am Ähm, Ende des Jahres oder teils? manchmal, aber in Hm, erster Linie eigentlich am Ende des Jahres schaue ich, was ich noch an Ablegern habe, was ich hm, noch an schwächeren Völkern habe, was ich noch in meinem Mini Plus habe oder sogar in den kleinen, sehr spät gezogenen Ablegerkästen. Und dann wird halt vereint in irgendeiner Art und Weise, so dass es dann nachher auf der Winter hin oder auf der Herbst hin ansehnliche Wirtschaftsvölker sind oder halt ansehnliche Völker sind, die dann auch den Winter überstehen können und im Frühjahr dann auch mit einer guten Stärke rauskommen und sonst eigentlich ja, ja, eigentlich Brot, eigentlich in erster Linie Brot, ganz normale Brotableger. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, 1, 2 oder 3 Wabenbrot. Ich mache sie meistens eben auf 5, also 5 ja, Wabenableger. Und je nachdem, wie es absehbar ist, ob es Honig gibt oder nicht, dann gibt es halt ein Waben, eine volle Brutwabe oder halt auch mal 2 volle Brutwaben. Kann ich jetzt schlecht situationsbezogen. ja, ja. Nee, Ja. okay, aber du, hätte ja sein können, ne? Gibt ja auch andere Methoden, wo du sagst, ich mache das immer so oder ich mache immer nach Raps mache ich immer Kunstschwärme oder. Aber ist ja alles gut. So ist schön zu hören, wie das auch mit 100 Völkern funktioniert oder ein bisschen drunter. Äh, Dokumentation, machst du irgendwas? Schreibst du dir was auf? Das ist mein persönliche, ich habe keine Ahnung, ich habe alles durch. Von Schreiben, von Apps, von Audiorekord, es ist alles. Ich komme mit nichts klar. Ja, also ich habe angefangen, ja mehr oder weniger angefangen in einem Bienenwagen, den habe ich immer noch. Im Bienenwagen hängen schön diese kleinen gelben Stockkarten, die man überall kaufen kann. Ja, Da steht im Idealfall drauf, von welchem Jahr die Königin ist und die Farbe. Und ja, also dokumentieren in dem Bereich, wo die Zuchtköniginnen stehen und die Zuchtvölker stehen, da dokumentiere ich ein bisschen was.
die normalen Wirtschaftsvölker, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe es auch schon versucht, eben aufzuschreiben, dann ist in die Hose gegangen, weil es schnell gehen musste. Dann habe ich es versucht mit irgendwelchen Apps. Am Anfang, wo das mit den ganzen Apps Ja. rausgekommen ist, waren die ja noch nicht so wirklich ganz gut. Dann habe ich es gleich wieder bleiben lassen. Mittlerweile gibt es da ja bessere Varianten. Nee, eigentlich kann ich das beneiden. Also eigentlich mache ich das nicht. Ich versuche, doch, was ich mache, ich habe immer eine Kreide dabei. Bei mir sehen die Kästen im Frühjahr, Sommer oft so aus, dass auf dem Deckel viel steht und Mhm. stellenweise an der Rückseite auch irgendwie ein Zeichen ist. Das mache ich. Also mit Kreide, Markierungen, um einfach dann auch schnell sehen zu können, wenn du an den Stand fährst. Da hast du jetzt 5 Stück, die sind Schwarmstimmung oder hier ist einer, da steht Plus drauf, da weiß ich, muss aufsetzen, dass es einfach doch schnell geht. Ja. Das mache ich dann, aber alles andere eigentlich quasi nicht wirklich. Okay, cool. Äh, Ich habe noch zwei, drei Fragen, so vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wie machst du Urlaub? Also, das ist ja unter Imkern immer schön, ne? Wenn die Also Familie in Urlaub fahren will. ich muss sagen, also das funktioniert eigentlich relativ gut. Meine Frau ist Gärtnerin, das heißt, die hat Hauptsaison im Frühjahr. Mhm. Ähm, und das ist genau die Saison, wo ich, sage ich jetzt mal, ja bei den Bienen bin. Wir machen halt meistens Urlaub im Oktober, Ja. bevor es dann an das Kerzenmacher und ans Honig im großen Stil abfüllen geht. Im Sommer. Das ist ja der Vorteil. Also wenn ich an meine Eltern zurückdenke mit dem Bauernhof, auch wenn es nur 5 Milchkühe waren, die mussten halt morgens, Jeden, die mussten halt abends. Und wenn ich jetzt nicht gerade im Frühjahr züchte, dann können die ja auch mal eine Woche allein bleiben. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Klar, jetzt zu der Hauptzuchtsaison und zu der Haupthonigsaison geht es natürlich nicht. Dieses Jahr hat es jetzt eben, wie gesagt, viel Honig gegeben. Und da war es jetzt ein bisschen schwieriger, aber da haben wir jetzt im Oktober eigentlich wollen Urlaub machen, aber das ist jetzt auch alles nicht ganz so einfach mit der ganzen Corona-Geschichte. Dann machen wir halt ja, keiner. Machen wir eine schöne Eröffnung hier und machen ein bisschen ja, mehr stimmt. Urlaub. So, letzte Frage. Würdest du irgendwas anders machen? Mal angenommen, du würdest nochmal bei 10 Bienenvölkern anfangen und du sagst, okay, jetzt geht's in die Richtung Nebenerwerb. Ich brauche die Maschinen, ich brauche den Platz, ich brauche Prozesse, die irgendwie, um auch Honig verarbeiten zu können. Würdest du es nochmal so machen oder irgendwas anderes? Oder hast du irgendwelche guten Tipps an Leute, die in die Richtung gehen möchten? Also ich würde auf jeden Fall wieder einen Sprinter kaufen oder ein Gefährt in der Art und Weise, einen Kastenwagen oder irgendwas. Und ich würde auf jeden Fall mehr Wert auf Investitionen legen in Bereichen, wo es mich täglich erleichtert. Ja, Wir Imker sind doch begnadet, oder begnadet ist jetzt eine falsche Ausdruck, aber wir Imker wollen doch immer die größte und die schnellste und die größte Schleuder haben. Mehr oder weniger. Ist doch auch ja, so, was hast du für eine Schleuder? Oh, 12er, ja, 6er, 8, keine Ahnung, 36, 96, Radial, was alles gibt. Ne? Das ist, ähm, das ist so ein bisschen das Ego, glaube ich, was da viele haben. Also ich habe jahrelang mit einer 6-Waben Selbstständigschleuder gearbeitet. Ich bin allein gar nicht schneller gewesen zum Abdeckeln. Also ja. die war fertig, ich habe wieder 6, 7 Waben abgedeckelt, das hat perfekt gepasst. Jetzt haben wir in erster Linie, ich habe jetzt 2 Schleudern, aber in erster Linie arbeiten wir mit der 12-Wabe Selbstständigschleuder von Fritz und das ist einwandfrei und wir deckeln immer zu zweit ab und manchmal sogar zu dritt. Das kriegen wir gerade hin. Also ich brauche da kein Riesending. Aber was ich definitiv früher machen würde, wäre die Abfüllanlage. Ich habe auch keinen Drehtisch bis jetzt, weil ich gesagt habe, ich muss die Gläser draufstellen, ich muss sie ja wieder runternehmen. Mhm. Das heißt, ich habe sie in der Hand. Ich stelle sie ja jetzt gleich eben aus Kostengründen dann einfach dortmals. Ich stelle sie einfach unter die Abfüllanlage und dann läuft es mir voll und dann schiebe ich sie dahin, wo ich sie brauche, wo dann nachher auch der Deckel draufkommt. Und da habe ich viel zu lang gezögert, Ja, weil wir wissen alle, dass man natürlich auf gut Deutsch Zeit Gramm genau abfüllen soll.
auch eben aus Wettbewerbsgründen, unlauterer Wettbewerb etc. pp. Ja. Das kennen wir ja. Und da habe ich mir mal ausgerechnet vor Jahren, ne, wenn da immer 10, 15 Gramm da mehr reinschmeißt, weil es schnell gehen muss, ja, dann habe ich mir natürlich dann eine Zahl errechnet, was dann Gläser verkauft im Jahr. Ja. Und dann habe ich mir echt gedacht, also eigentlich muss ich eine Abfüllanlage kaufen. Was habe ich gemacht? Natürlich noch mal ein paar Jahre gewartet und irgendwann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich sie. Das Ding hätte ich wirklich schon 5 Jahre früher kaufen sollen. Erstens mal sparst du wirklich Honig am Ende vom Jahr, wenn du das mal hochrechnest, was du da wirklich einfach mit hier so Quetschhahn heißt, ne, was du mit Ja. Quetschhahn hier dann, ja, also das hätte ich früher machen sollen und alles andere ist so nach und nach halt gewachsen und hat sich so entwickelt und ich glaube, klar, wenn man es vorher weiß, könnte man dann doch das eine oder andere umstellen und anders machen, aber jetzt wirklich früher hätte ich eine Abfüllanlage gekauft und den Rest hätte ich, glaube ich, ähnlich gemacht. Super. Das ist ein schönes Schlusswort. Freut mich. Freut mich. Stell dir mal vor, du hättest gesagt, ich habe 27 Fehler gemacht, würde ich jedes Mal würde ich anders machen und so. Ist doch schön, wenn alles so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Klasse. Ich verlinke deinen Online-Shop, dein Instagram-Profil hier alles drunter. Schaut da unbedingt mal rein. Der Umbau, wie gesagt, ist der Hammer und auch sonst, was Martin macht, ist total gut. Dann sage ich Dankeschön, hat mich gefreut. Und dann Danke auch. hören wir uns wieder, wenn du weißt, ob deine Produktkreationen laufen. Genau. Auch du, ich muss dir ein Lob aussprechen, du machst es echt gut. Ach, Dankeschön. Auch deinen Instagram-Account und so weiter und so fort. Ist echt toll. Und freue mich auch, dass ich durfte hier dabei sein. Und bin ganz gespannt und verfolge dich eben und mach auch weiter so. Alles Super. klar, Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Super.